Lina und ihre arme Familie brauchen dringend Hilfe. Floge 15. Hey Mädchen, wach auf. Wer bist du? Bitte fass mich nicht an. Lass mich los. Wer bist du? Ich werde dir nichts tun. Kannst du mich hören? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Es tut mir so leid. Du hast mich letzte Nacht eingesperrt. Ich sollte jetzt gehen. Bitte entschuldige mich. Oh nein, es tut mir schrecklich leid. Ich habe dich gestern Abend hier nicht bemerkt. Ich entschuldige mich aufrichtig. Geht es dir gut? Wer genau bist du? Ich zittere. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich muss jetzt gehen. Oh je, es ist ganz und gar meine Schuld. Du brauchst etwas Medizin. Du kannst dich bei mir ausruhen. Bitte, lassen Sie mich Ihnen helfen. Nein, danke. Ich möchte Ihnen keine Umstände machen. Darf ich gehen? Sprich nicht so. Bitte, komm mit mir. Ich möchte wirklich helfen. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Er könnte nach mir suchen. Vielleicht sollte ich ihm vertrauen. Er scheint bereit zu sein, zu helfen. Keine Sorge, ich bin kein böser Mensch. Ich wohne ganz in der Nähe, du musst dich wirklich ausruhen. Bitte, komm mit mir. In Ordnung. Danke. Das ist mein Aufenthaltsraum. Ich habe die Medizin auf den Tisch gestellt. Die Küche ist links. Du kannst eine Kleinigkeit essen, dann nimm die Tabletten. Du kannst hier auch ein Nickerchen machen. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Ich bin wieder zu spät dran. Die Schlüssel sind auf dem Regal. Fühl dich frei, hier zu bleiben. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich schon wieder im Lager eingesperrt habe. Einen schönen Tag noch. Ich muss gehen. Danke für deine Freundlichkeit. Es war wirklich nicht deine Schuld. Pass auf dich auf und ruh dich aus, ich bin dann mal weg.
Er ist eine freundliche Seele. Er bot mir Medizin an. Er setzte sein Vertrauen in mich. Er ließ mich heute bleiben, ich fühle mich hier sicher. Ich sollte ein bisschen schlafen. Ich bin immer noch krank. Ich brauche jetzt Lena. Es ist mir egal, was passiert ist. Ich habe dir ein Vermögen gezahlt. Wo ist sie? Ich habe keine Lust auf Verzögerungen. Ich weiß es nicht, Chef. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ich habe sie hierher gebracht. Du konntest sie nicht sichern, das ist deine Schuld. Ich gebe mein Bestes, um sie wiederzufinden. Halt den Mund. Du musst mir helfen, ich brauche Lena zurück. Ich habe eine große Summe darin investiert. Wohin könnte sie gehen? Sie könnte zur Polizei gehen. Sie könnte ihren Vater erreichen. Ich will keine rechtlichen Komplikationen. Sie müssen sich entspannen, mein Herr. Sie ist nicht mutig, sie ist ziemlich sanft. Sie würde ihren Vater nicht anrufen. Es ist ein ganzer Tag vergangen. Wenn sie zu den Behörden gegangen wäre, wären sie jetzt schon hier. Das bedeutet, dass sie es nicht getan hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, Teil 16.